wieder die schönen... Oh. The lake map marks a total reset to the aesthetics and scale of the environments up to this point in the game. You come into the underground cave compressed, and as you progress further into the map, your eye is drawn upwards by the elevator tower, sparking cables, falling debris, and finally the test spheres which recede vertically into nothingness. This looking upwards gives the player a sense of the vastness of Aperture before GLaDOS, and a visual sense of the daunting climb they will have to make to get back to Wheatley. The open areas encourage the player to explore their surroundings and take a break from the intensive puzzle solving of the test chambers. Okay. Scheint ein bisschen hoch. Ein bisschen viel. Hebel. Das sind echt komische Kameras. Willkommen, meine Herren, bei Aperture Science. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und darum seid ihr hier. Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Party jetzt schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Cave Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn. Forschung zur Verfügung. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon rein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Traurig. Warum gehört sie der Wissenschaft? Max. Und dann kommt weiter. This chapter gave us a great opportunity for visually telling the backstory of Aperture Science. We accomplish this with signs, props, and materials. In this area, we get a glimpse of what Aperture Science must have been like in its heyday. We used rich, warm colors and materials like carpeting and marble to indicate that Aperture had a lot of money at one time. Cave Johnson and his staff were just starting out in their enterprise, and everyone was eager to do science. This stands in contrast to the stark, cavernous environment outside and the materials you see in Aperture Lab from later decades. As the player makes their way through more recent areas of the lab, the materials become cheaper, with an abundance of plastic and linoleum showing that Aperture had fallen on harder times and could no longer build high-quality offices for its workers. Yo! Welcome to the shop. Cave Johnson. Hi. Beam me up. Da waren wir gerade. Kann ich eigentlich nochmal zurück? Jo. Ich könnte nochmal zurück. Ah, kann ich. Schön durch. Ah, bin ich müde. Jetzt sollte wirklich schlafen, damit man müde ist. Hui. Nicht mal. Schön und so. Komm, willst du noch was sagen? Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Waffe und... Bisschen dunkel hier. Los.
Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagt die im Labor. Ja, wir machen das gleich. Wir machen schon mal den Test dann. Würfel. Dummer Würfel. Similar to the way the student game Narbacular Jop became the original Portal, the paint mechanics in Portal 2 come from a student game Tag the Power of Paint. The repulsion gel in Portal 2 is modeled after the bounce paint from Tag, but was redesigned to fit better within Portal. The original bounce paint always bounced the player at a fixed height and activated whenever the player touched the paint. We changed the repulsion gel to reflect the player's velocity such that they will bounce back up to the height that they fell from. This mechanic lends itself better to puzzles involving portals because players have to think about gaining and preserving height. We also changed the repulsion gel to only activate if the player jumps off of or falls onto the gel. This was done because players would often accidentally walk onto a repulsion gel that they didn't see and then trigger an unwanted bounce. This was a particularly nasty problem in Portal 2 because the player couldn't get rid of paint once it was applied, whereas in Tag the player can erase paint at any time they want. Deswegen immer auf Farben achten. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Hier war noch nichts. Okay. Ich habe ja gesagt, ich versuche ja so viele Secrets zu zeigen, wie es mir irgendwie möglich ist. Im nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Reitunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. We had to come up with old-looking versions for all the important gameplay props, such as button panels, doors, cubes, basically everything the player could interact with. We came up with this fictional character, Janitor Bob. He'd be the guy who had to maintain all of old Aperture. A guy who doesn't understand anything about science, but can fix everything with duct tape and a screwdriver. He would use everything he could get his hands on. The result might not look pretty, but it would work. So whenever we got stuck designing props for Chapter 3, we'd ask ourselves, well, how would Bob build it? Okay. Dienststeuerung. Wo liegt das eigentlich mit? Da. Los. Ach, meine Dienststelle. Fall. Viewpol und alles gegessen. Ich bin beim ersten Mal, wo ich das Spiel gespielt habe, verreckt. Hätte man auch mal kaufen können, damit ich hier Falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen.